Hallo und herzlich willkommen zu einem digitalen Quicktip. Mein Name ist Arno Burger. Wie kann man in einer Zelle einen Zeilenumbruch erreichen? Wenn wir einen Text schreiben, der länger ist als die Zelle, dann wird der Text in die nächste Zelle hineingeschrieben. Und es kann sein, dass wir jetzt die Spalte breit genug machen können, wunderbar, aber manchmal haben wir auch nicht genug Platz und möchten deshalb, dass in dieser Zelle umgebrochen wird. Und da gibt es in neueren Excel-Versionen sogar ein Symbol hier, Textumbruch. Ansonsten wäre das unter Ausrichtung das Häkchen Textumbruch und OK. Und damit wird die Zelle umgebrochen. Der Nachteil an dieser Stelle ist, dass die Zelle jetzt da umgebrochen wird, wo die Spaltenbreite ist. Es kann aber sein, dass ihr wollt, dass zum Beispiel die Spalte so breit ist wie jetzt und der Umbruch soll aber hier nach dem R von länger sein. Und das erreicht ihr schon direkt beim Tippen oder auch nachträglich, indem ihr nochmal an diese Stelle geht und dann bei gedrückter Alt-Taste die Enter-Taste drückt. Und damit wird genau an dieser Stelle der Zeilenumbruch gemacht und dann könnt ihr noch die Enter-Taste drücken. Und jetzt ist egal, wie breit die Spalte genau ist, der Text wird immer hinter dem R von länger umgebrochen. Das kann übrigens auch ein Grund sein, warum zum Beispiel beim Verbreitern einer Spalte der Text nicht weitergeht in der Breite. Dann müsst ihr unter Umständen einfach nochmal in die Zelle mit einem Doppelklick hineingehen und hinter dem länger diesen Zeilenumbruch löschen, vielleicht auch nochmal ein Leerzeichen reinmachen und dann die Enter-Taste drücken und erst dann geht der Text wieder über die gesamte Spaltenbreite. Ich hoffe, es hat euch gefallen, vor allem auch in dieser Kürze. Hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal. Das war's für heute. Ciao, euer Arno.